Elektrokleinwegen sind bei uns noch sehr rar und bezahlbar sind sie auch in den seltensten Fällen. BYD will daran etwas ändern und bereitet jetzt den Europastart des BYD Dolphin Mini vor. Ein solches Auto wird vor allem die deutschen Hersteller massiv unter Druck setzen. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Habt ihr eigentlich schon zum Beispiel die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und zusätzlich den Elektronauten. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem natürlich den Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der chinesische Elektroautohersteller BYD erweitert laut Berichten seine Modellpalette in Europa nach unten. Zukünftig wird demnach nicht mehr der Kompaktwagen Dolphin den Einstieg bei der Marke hierzulande darstellen, sondern der in China bereits gestartete Kleinwagen Seagull. Das Elektroauto wird europäischen Kunden aber nicht als Seagull angeboten, sondern unter dem Namen Dolphin Mini. BYD verspricht auf X Sicherheit und Leistung auf höchstem Niveau durch seine Blade-Batterietechnologie. Für den europäischen Markt wird übrigens über eine modifizierte Variante des BYD Dolphin Mini spekuliert. Insbesondere die Frontpartie soll etwas länger ausfallen, um im NCAP-Crashtest besser dazustehen. Denn im Falle eines Unfalls wäre so ein größerer Fußgängerschutz gegeben. Denn eines möchte BYD wohl unter allen Umständen vermeiden: ein ähnlich schlechtes Ergebnis wie einst beim Dacia Spring. In der Endabrechnung gab es 2021 nur einen statt der möglichen 5 Sterne. Zum bisherigen Portfolio von BYD gehören die kompakten und mittelgroßen Baureihen Atto 3, Dolphin und Seal sowie die Oberklasse-Limousine Han EV und das große SUV Tang EV. In diesem Jahr wird zudem das elektrische Mittelklasse-SUV Seal U und der Yuan Up erwartet. Zu diesen habe ich natürlich auch schon Videos gemacht, zu denen ihr hier oben rechts im Video gelangt. Außerdem hat BYD kürzlich in Ungarn vorläufige Verkaufs- und Kaufverträge unterzeichnet, mit denen das Unternehmen dem Ziel der Fertigung von Fahrzeugen in Europa ein Stück näher gekommen ist. In 3 Jahren sollen die ersten Stromer des chinesischen Konzerns in Ungarn vom Band laufen. Optisch wird sich der BYD Dolphin Mini an der elektrischen Limousine Seal und am elektrischen Kompaktwagen Dolphin orientieren. Zusammen bilden sie die sogenannte Ocean-Serie. Es ist ein 5-Türer mit 4 Sitzen. Äußerlich hat der Dolphin Mini scharf geschnittene Scheinwerfer und eine große Windschutzscheibe mit einem einzigen Scheibenwischer. Es hat einige Plastikverkleidungen am unteren Teil der Karosserie, damit es eher wie ein kleiner SUV aussieht. Von hinten bekommt der Dolphin Mini einen sportlichen Dachspoiler und ein Rücklicht, welches dem BYD D1 ähnelt. Der BYD Dolphin Mini bleibt im Interieur in einer Reihe mit dem normalen Dolphin, hat aber einen kleineren Hauptbildschirm und eine andere Instrumententafel. Sein Mitteltunnel verfügt über 2 Getränkehalter und ein kabelloses Ladepad. Unter dem Mitteltunnel befindet sich sogar noch ein geräumiges Staufach mit einigen Ladeanschlüssen. Der BYD Dolphin Mini ist 3,78 Meter lang, 1,71 Meter breit und 1,54 Meter hoch bei einem Radstand von 2,5 Metern. Damit fällt er 345 mm kürzer, 55 mm schmäler und 30 mm niedriger aus als der BYD Dolphin. Das Leergewicht soll zwischen 1160 und 1240 Kilogramm liegen. Der Dolphin Mini wird schon seit knapp einem Jahr als wie schon erwähnt BYD Seagull gebaut und bietet über einen Frontantrieb mit 55 kW oder 75 PS Leistung bei einem maximalen Drehmoment von 135 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt. Die Reichweite liegt, wohlgemerkt nach chinesischer CLTC-Norm, bei 305 Kilometern mit 30 Kilowattstunden großer Lithium-Eisenphosphat-Batterie und 405 Kilometer mit 39 Kilowattstunden großem Akku. BYD selbst stellt sogar bis zu 427 Kilometer Reichweite in Aussicht, was wohl sehr stark bezweifelt werden dürfte. Die Aufladung von 30 auf 80% Akkukapazität soll demnach in 29 Minuten gelingen. In China wird der BYD Dolphin Mini oder Seagull ab umgerechnet rund 10.000 € angeboten. Dieser Preis wird in Europa natürlich nicht zu halten sein, aber dass es den BYD Dolphin Mini auch hierzulande zu einem Preis zwischen 20.000 und 25.000 € zu kaufen geben wird, gilt als sicher.
Wie gefällt euch der BYD Dolphin Mini? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!